Hallo, mein Name ist Jana und ich bin Content Managerin bei SMS77. Heute möchte ich Ihnen die ersten Schritte in unserer Web-App zeigen. Das bedeutet, wir werden uns heute registrieren, anmelden und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Danach werde ich Ihnen noch einen kleinen Überblick über die Benutzeroberfläche geben. Lassen Sie uns anfangen. Ich habe hier schon die Startseite von SMS77 aufgerufen und hier oben rechts in der Ecke sehen wir zwei Buttons, nämlich einmal den Login und einmal die Anmeldung. Weil wir ja noch keinen Account haben, werden wir jetzt hier auf Anmelden klicken. Ich muss jetzt hier einen vollständigen Namen eingeben. Ich werde heute ausnahmsweise Maria Musterfrau heißen. Und außerdem eine gültige E-Mail-Adresse. Danach klicke ich auf Jetzt anmelden. Es öffnet sich ein Fenster, in dem ich darüber benachrichtigt werde, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Das werden wir jetzt mal prüfen. Wie Sie sehen können, habe ich hier die E-Mail erhalten und über diesen Link kann ich jetzt meinen Account aktivieren. Jetzt muss ich ein Passwort auswählen. Für ein sicheres Passwort wählen Sie bitte ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen, mindestens einem Groß- und Kleinbuchstaben, einer Ziffer und einem Sonderzeichen. Ich suche mir jetzt eins aus. Dann klicke ich auf Passwort speichern. Jetzt wurde mein Passwort gespeichert und mein Account ist bereit. Deswegen werden wir uns jetzt einloggen. Das tue ich mit der E-Mail-Adresse, die ich gerade angegeben habe. Und dem Passwort. Wenn wir uns erfolgreich eingeloggt haben, können Sie jetzt die Benutzeroberfläche sehen. In Ihrem Dashboard erhalten Sie erstmal eine Übersicht darüber, was Sie in letzter Zeit versendet haben. Da unser Account neu ist, ist es leer. Genauso wie der Bereich letzte SMS. Unter Ihr Account finden wir verschiedene Informationen zu unserem Account und unter Neuigkeiten sehen Sie unsere neuesten Blogbeiträge. Ich möchte jetzt zuerst die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Diese dient dazu, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich einloggen, über ein separates Gerät bestätigen müssen, dass Sie gerade versuchen, sich einzuloggen, mithilfe eines Codes. Das dient einfach nur dazu, dass Ihr Login wesentlich sicherer wird. Wir gelangen dahin, indem wir auf unsere Profileinstellungen gehen. Zum Beispiel hier unten links auf mein Profil. Hier sehen wir jetzt schon ein paar Einstellmöglichkeiten. Wir möchten aber die hier ganz unten auf der rechten Seite. Hier klicke ich jetzt auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Sie sehen, dass sich jetzt hier ein Fenster mit einem QR-Code öffnet und an dieser Stelle brauchen wir unser Handy. Ich hole meins gerade mal. Auf meinem Handybildschirm können Sie jetzt die Google Authenticator App sehen. Sie können aber auch jede andere Authentifizierungs-App benutzen, wenn Sie möchten. Wir starten mit der Einrichtung und scannen den Barcode. Hier sehen Sie jetzt, dass ich schon einen Code angezeigt bekommen habe. Diesen werde ich jetzt gleich hier unten eingeben. Allerdings warte ich kurz, bis ich einen neuen bekomme. Und dann speichere ich. Ich bekomme jetzt eine Meldung, dass die Einstellungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung aktualisiert wurden. Das bedeutet, dass ich jetzt standardmäßig jedes Mal, wenn ich mich von einem neuen Gerät einloggen möchte, ebenfalls wieder diese App öffnen muss und den Code eingeben muss. Weil ich aber mein Konto noch ein bisschen sicherer machen möchte, werde ich jetzt hier einstellen, dass ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei jedem Login haben möchte. Und damit ist es auch schon soweit. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal kurz, wie das aussieht. Wir werden uns jetzt erneut einloggen.
Und wie Sie sehen können, werde ich jetzt wieder nach dem Code gefragt. Meine Authenticator-App zeigt mir jetzt einen neuen Code an, den ich hier eingeben werde. Jetzt befinden wir uns wieder in unserem Dashboard und können loslegen. Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich auch von jedem anderen Gerät nutzen. Wie versprochen möchte ich Ihnen jetzt noch einen schnellen Überblick über die Benutzeroberfläche geben. Das Dashboard haben wir am Anfang schon einmal kurz besprochen. Wenn Sie verschiedene Einstellungen vornehmen möchten, können Sie beispielsweise unter dem Punkt Mein Profil, in dem wir vorhin ja auch schon waren, Kontaktdaten ändern, die Sprache und die Zeitzone, Ihr Passwort oder eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellen. Wenn Sie beispielsweise Ihre Rechnungsadresse ändern möchten oder Ihren Account löschen möchten, können Sie das hier tun. Also wir gehen über das Profilbild hier oben rechts auf Account. Hier können Sie die Rechnungsanschrift ändern und hier können Sie den Account löschen. Dabei sollten Sie unbedingt beachten, dass, wenn Sie Ihren Account löschen, Ihre Daten unwiderruflich gelöscht werden und sie auch nicht wiederhergestellt werden können. Die andere wichtige Einstellungsmöglichkeit finden Sie hier links im Menü unter Account und Einstellungen. Denn hier können Sie alle Einstellungen zu unseren verschiedenen Dienstleistungen vornehmen. Welche genau das sind, werden wir in nachfolgenden Videos besprechen. Außerdem finden Sie hier links im Menü noch den Punkt Messaging. Hier können Sie beispielsweise neue SMS verschicken, einen Nummerncheck vornehmen, darüber werden wir in einem anderen Video noch genauer sprechen, das Logbuch einsehen, in dem Sie sehen können, welche SMS Sie geschrieben haben und welche SMS Sie bekommen haben und, ganz wichtig, Ihr Kontaktbuch einsehen. Auch darüber gibt es ein separates Video, das Sie sich gerne anschauen können. Sollten Sie noch einmal Fragen haben, finden Sie hier oben unter dem Fragezeichen-Symbol Hilfe. Hier können Sie sowohl unseren Helpdesk aufrufen, als auch unsere Dokumentation einsehen. Sollten die beiden Ihnen nicht weiterhelfen können, zögern Sie nicht, unseren Support zu kontaktieren. Jetzt wissen Sie, wie man sich registriert, sich anmeldet und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aufsetzt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Weitere Videos werden auf jeden Fall folgen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.